Hallo, heute gibt es von mir ein Tag-Video und zwar den Mid-Year Book Freakout Tag. Das ist ein Tag, den es die letzten Jahre immer wieder zur Mitte des Jahres gab, in dem man einfach so guckt, was man in der ersten Hälfte des Jahres gelesen hat, und das finde ich ganz interessant. Daran erinnert, dass es diesen Tag gibt, hat mich Sajid von Books Are My Social Life. Das Video hat mir auch sehr gut gefallen und ich werde es auf jeden Fall verlinken. Ich habe jetzt so nicht herausgefunden, wer eigentlich diesen Tag gestartet hat vor Jahren. Falls ihr das wisst, lasst es mich auf jeden Fall auch gerne wissen. Dann ergänze ich diesen Link. Und damit zum Tag. Es gibt 13 Fragen, zu fast allen habe ich eine Antwort gefunden. Die erste Frage: Was ist das beste Buch, was du bisher gelesen hast? Das ist ein Buch, was ich jetzt gerade diesen Monat erst gelesen habe. Ich habe dazu auch ein eigenes Video gemacht, und zwar Darius the Great is Not Okay. Das ist ein Jugendbuch. Ganz kurz zusammengefasst ist das ein Jugendbuch, in dem Darius das erste Mal mit seiner Familie aus den USA seine Familie in Iran besucht, und dabei hat er viel, womit er sich auseinandersetzen muss. Also es ist eine sehr so character-driven Geschichte, in dem es um Depressionen geht und in dem es darum geht, was es bedeutet, ähm, zur Hälfte Familie im Iran zu haben und zur anderen Hälfte in den USA. Und genau, mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Die zweite Frage ist: Was ist das beste Buch, was eine Reihe fortsetzt? Und da ist mir aufgefallen, dass ich dieses Jahr noch gar keine Reihe weiter fortgesetzt habe. Ich habe einen zweiten Teil von einer Reihe gelesen, und zwar Witchwood, aber da hatte ich den ersten Teil nicht gelesen. Insofern ist das für mich persönlich auch keine Fortsetzung gewesen. Damit habe ich keine Antwort auf diese Frage. Als drittes wird nach einer Neuerscheinung gefragt, die ich unbedingt lesen möchte. Und ich bin mir bei dem Buch gar nicht so sicher, ob es vielleicht auch Ende 2018 herausgekommen ist, aber vielleicht auch Anfang dieses Jahres. Und zwar We Exist, We Are Here, Refugee Women in Germany Tell Their Stories. Es ist so ein Buch, was in mehreren Sprachen, auf Deutsch, auf Englisch und ich glaube zum Teil auch noch auf anderen Sprachen, genau, Berichte enthält von Frauen, die nach Deutschland gekommen sind als Geflüchtete. Als viertes wird nach einer Neuerscheinung gefragt, die ich noch erwarte, also die erst so Juli bis Dezember diesen Jahres passiert. Und das ist tatsächlich ein Buch von einem amerikanischen Autor, von dem ich noch nichts gelesen habe, aber eigentlich gerne was lesen möchte, und zwar von Julian Winters. Der hat schon so ein anderes Jugendbuch geschrieben mit so zwei schwulen Hauptfiguren, und ich glaube, dass das ganz nette Geschichten von ihm sind, die so leichte, queere Unterhaltung sind. Also hoffe ich zumindest. Nicht, dass ich jetzt nicht erwarte, dass da auch wichtige Themen drin sind, aber so, dass die Atmosphäre so ist. Und ich glaube, dass ich mit dem zweiten Buch von ihm einsteigen will, was jetzt erst erscheinen wird. Und zwar heißt das How to be Remy Cameron. Auf die fünfte Frage habe ich auch keine Antwort, und zwar ist das die Frage nach meiner größten Enttäuschung. Ich habe 4 Bücher abgebrochen beim Lesen, aber das waren alles Bücher, von denen ich auch ehrlich gesagt nicht so viel erwartet hatte und trotzdem mich vielleicht positiv überraschen lassen wollte, was nicht passiert ist. Deswegen so generell bin ich bisher von keinem Buch enttäuscht worden. Als sechstes wird nach der größten Überraschung gefragt, und da habe ich mich entschieden, um auch nicht immer zu wiederholen, für das Buch This Side of Home von Renee Watson. Das Buch habe ich Anfang des Jahres gelesen, und es ist ein Jugendbuch. Ich habe es auch so als ich Bock auf leichte Unterhaltung hatte, gelesen. Und da hat mich überrascht, wie cool und vielfältig das Thema Gentrifizierung in so ein Jugendbuch eingebaut wurde. Als siebtes wird nach einem neuen Lieblingsautoren gefragt. Da habe ich zwei Antworten. Als erstes Jamaica Kincaid, von der ich ja jetzt das zweite Mal ein Buch gelesen habe dieses Jahr. Und zwar Annie John, das mir sehr gut gefallen hat. Und ich mag, wie sie mit Sprache umgeht, wie sie verhältnismäßig einfache Sprache benutzt und trotzdem ein sehr tiefgehendes Bild bei mir zumindest entstehen lässt. Und einen Autor habe ich dieses Jahr neu kennengelernt, und zwar Jason Reynolds. Von dem habe ich dieses Jahr dann auch gleich mehrere Bücher gelesen. Und der schreibt so Jugendbücher, die mir sehr gut gefallen, wenn ich halt Lust auf Jugendbücher habe, die
zwar ernste Themen verhandeln, aber trotzdem insgesamt sehr positiv und optimistisch sind. Als 8. wird nach einem Fictional Crush gefragt. Den habe ich nicht. Ich habe den generell sehr selten, und da ich dieses Jahr hauptsächlich Jugendbücher mit Jugendlichen als Hauptcharaktere gelesen habe, ja, ist das auf jeden Fall nicht meine Altersklasse. Die 9. Frage fragt nach einem neuen Lieblingscharakter, und dieses Jahr habe ich sehr viele Bücher gelesen über Charaktere, die mir sehr gut gefallen haben, von denen ich sehr viele Seiten mochte und andere vielleicht auch nicht. Aber der Charakter, der für mich jetzt so im Gesamten am meisten heraussticht, ist der von Annie John. Ich fand, die Autorin hat es sehr gut geschafft, Annie John wirklich zum Leben zu erwecken und mir ihre guten Seiten zu zeigen und auch schlechte Seiten von ihr zu zeigen. Und mit manchen dieser schlechten Seiten konnte ich auch sehr relaten, und das hat mir einfach sehr gut gefallen, wie dieser Charakter geschaffen wurde, und deswegen mag ich ihn so gerne. Als 10. wird nach einem Buch gefragt, was dich zum Wein bringt. Und ich bin tatsächlich sehr nah am Wasser gebaut, was Bücher angeht. Ähm, Es reicht oft schon nur so ein Satz, wo ich so denke, ich bin in der Bahn. Und da habe ich das Non-Fiction-Buch RIP, The Enduring Life of Trevor Martin von den Eltern von Trevor Martin geschrieben, und zwar Sabrina Fulton und Tracy Martin. Zu diesem Buch habe ich, glaube ich, schon ein Video gemacht. Ich werde es hier auf jeden Fall kurz halten. Trevor Martin war ein schwarzer Jugendlicher, der von einem weißen Typen erschossen wurde, und es geht so darum, wie schwarze Opfer häufig innerhalb so einem juristischen Verfahren dann zu quasi den Tätern umformuliert werden, sodass die weißen TäterInnen freigesprochen werden können. Jetzt nicht so allgemein gesprochen, sondern am Beispiel von Trevor Martin. Die Eltern berichten von diesem Justizvorgang, den sie erlebt haben, als es eigentlich um ihren Sohn als Opfer und dem weißen Typen als Täter gehen sollte, aber sie halt miterleben mussten, wie ihr Sohn die ganze Zeit schlecht dargestellt wurde von Presse und auch in der Justiz selber. Als 11. wird nach einem Buch gefragt, was mich glücklich gemacht hat. Generell macht mich Lesen glücklich, deswegen lese ich. Jetzt so als einzelnes Buch habe ich Darius the Great is Not Okay herausgesucht. Es werden schwere Themen verhandelt, und trotzdem war es positiv und hat mich glücklich gemacht. Als vorletztes wird nach dem schönsten Cover gefragt. Ich fand einige Cover schön, auch das beeinflusst, welche Bücher ich überhaupt lese. Jetzt für diese Frage habe ich mich für ein Buch entschieden, was ich bisher noch nicht genannt habe, und zwar Guapa von Salim Haddad. Zu diesem Buch habe ich auch ein extra Video gemacht, wenn ihr also mehr davon wissen wollt, guckt da. Aber dieses Buch, also und das Cover, finde ich, funktionieren gut zusammen. Es ist ein Foto, auf dem unten links ein Typ zu sehen ist, der so ein bisschen angelehnt ist und auf sein Handy guckt, und man sieht eine Großstadt im Hintergrund. Und genau, es geht in der Geschichte um eine Hauptperson, wo die Großmutter, bei der er lebt, am Vorabend entdeckt hat, dass er mit Männern schläft, und jetzt die Geschichte passiert innerhalb von einem Tag, und es passiert sehr viel, und er muss zum Beispiel noch Kontakt zu Freunden aufnehmen und solche Dinge, und all das passiert über sein Handy. Also er ist irgendwie sehr allein, sehr in seinem Kopf, weswegen er auf diesem Bild von diesem Buch jetzt allein ist, aber trotzdem ist er die ganze Zeit in Kontakt mit der Außenwelt und muss sich ähm, über das Handy mit Leuten connecten, und muss seinen Platz auch überhaupt in der Welt mit anderen Leuten finden, und deswegen finde ich, passt dieses Cover richtig gut zu dem Buch, und es ist auch einfach sehr schön. Als letztes wird nach einem Buch gefragt, was ich unbedingt dieses Jahr lesen muss. Generell mag ich diesen Stress nicht. Ich muss keine Bücher lesen, ich mache das freiwillig, zum Glück. Und
Wenn ich es dieses Jahr nicht lese, lese ich es halt nächstes Jahr. Aber das nächste Buch, was ich plane zu lesen, ist Süßwasser oder Freshwater von Akwaeke Emezi. Das waren die 13 Fragen. Ich habe jetzt nicht zu allen Büchern was gesagt, einfach auch, weil ich mindestens in Leserückblicken immer schon etwas zu den Büchern gesagt habe, was ihr einfach da nachschauen könnt, wenn sie euch interessieren. Falls ihr aber noch Fragen zu den Büchern habt oder eine Anmerkung oder so, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Und damit war's das. Bis bald.